Wie kannst du schnell und effektiv mit belastenden Emotionen umgehen? Solltest du professionelle Hilfe in Anspruch nehmen oder kannst du das Problem selbst in den Griff bekommen? Und wie entscheidest du, welcher Weg der richtige für dich ist? Um diese Fragen und mehr geht es in diesem Video. Herzlich willkommen! In diesem Video gehen wir der Frage nach, wann du dich für Selbstcoaching oder doch eher für Coaching mit einem Coach entscheiden solltest und wie du selbst eine Entscheidung treffen kannst. Dazu noch eine wichtige Anmerkung. Bitte beachte, dass ich hier im Video nur über das Coaching bzw. Selbstcoaching von alltäglichen Befindlichkeiten spreche. Darunter fallen zum Beispiel allgemeiner Stress, emotionale Belastungen, Ärger, alltägliche Ängste und Sorgen. Alles ohne krankhafte Ausprägung. Krankheiten und psychische Störungen sind nicht Gegenstand dieses Videos und können insbesondere mit EMDR im Selbstcoaching nicht behandelt werden. Bitte liest dazu auch die wichtigen Informationen unter dem Video. Wenn du dich von negativen Emotionen und belastenden Gedanken befreien möchtest, hast du zwei großartige Möglichkeiten. Grundsätzlich stellt sich die Frage, solltest du dich für Selbstcoaching entscheiden oder einen Coach hinzuziehen? Wie triffst du dazu eine gute Entscheidung? Beginnen wir mit dem ersten und in der Regel gewohnten Ansatz. Coaching mit einem Coach. Wenn du dich für den Besuch bei einem Coach entscheidest, wählst du diesen ersten Ansatz und suchst Rat bei einem Außenstehenden. Ein Coach kann dir mit seiner professionellen Perspektive helfen, schwierige Situationen zu meistern. Doch bevor du einen Termin vereinbarst, gibt es einige wichtige Fragen, die du klären solltest. Wer kann dir helfen? Überlege, welche Art von Unterstützung du brauchst. Brauchst du jemanden mit spezifischer Expertise, wie zum Beispiel im Bereich Karriere, Beziehungen oder Stressbewältigung? Kennst du einen Coach oder jemanden, der dir einen Coach empfehlen kann? Empfehlungen von Freunden, Familie oder Kollegen können hilfreich sein. So kannst du sicherstellen, dass der Coach bereits erfolgreich anderen geholfen hat. Ist dieser Coach für dein Anliegen überhaupt geeignet? Prüfe die Qualifikationen und Spezialisierungen des Coaches. Nicht jeder Coach passt zu diesem Anliegen. Und eine ganz wichtige Frage: Kannst du deinen Coach jetzt erreichen und hat er Zeit für dich? Die Verfügbarkeit des Coaches ist entscheidend. Du möchtest so schnell wie möglich Unterstützung erhalten, ohne lange Wartezeiten. Je nach Dringlichkeit deines Anliegens kann es wichtig sein, wie schnell du einen Termin bekommst. Langes Warten kann den Fortschritt verzögern. Überlege dir, wie viel Geduld du aufbringen kannst. Wenn du schnell handeln möchtest, ist ein kurzfristig verfügbarer Coach von Vorteil. Wenn du einen geeigneten Coach gefunden hast, der zeitnah verfügbar ist, kann seine Unterstützung bei tiefgreifenden Themen sehr wertvoll sein. Oft ist die professionelle Sicht eines Coaches sogar unerlässlich. Kommen wir jetzt zum zweiten Ansatz, dem Selbstcoaching. Besonders bei alltäglichen Belastungen ist Selbstcoaching eine hervorragende Option. Zudem scheinen die kleinen wiederkehrenden Stressfaktoren oft nicht bedeutend genug, um dafür einen Coach zu konsultieren, was dazu führt, dass wir sie gar nicht bearbeiten. Doch gerade hier kannst du selbst durch Selbstcoaching positiven Einfluss nehmen. Einen effektiven Weg für das Selbstcoaching bietet EMDR. EMDR heißt Eye Movement Desensitization and Reprocessing und ist meine bevorzugte Methode. EMDR ist vom Ursprung eine Traumatherapie, die in den letzten 30 Jahren weltbekannt geworden ist und eingesetzt wird. Aber auch im Coaching und insbesondere im Selbstcoaching ist sie äußerst hilfreich. Stell dir vor, du kommst nach einem stressigen Arbeitstag nach Hause und nutzt EMDR im Selbstcoaching. In wenigen Minuten kannst du in der Regel deine Anspannung abbauen und eine neue Perspektive gewinnen. Bereits 10 bis 15 Minuten können dir eine neue Sichtweise eröffnen und deine Emotionen neu ordnen. Verglichen mit einem Tag voller schlechter Laune sind diese 15 Minuten gut investiert, oder? Natürlich musst du dir auch beim Selbstcoaching einige Fragen stellen. Ist es deine freie Entscheidung, dich selbst zu coachen? Stelle sicher, dass du dich freiwillig und bewusst für das Selbstcoaching entschieden hast. Bist du belastbar genug, um eventuelle Mehrbelastungen auszuhalten? Selbstcoaching kann intensiv sein und zusätzliche emotionale Belastungen mit sich bringen.
Sei ehrlich zu dir selbst, ob du dem in diesem Moment gewachsen bist. Fühlst du dich mental und emotional stabil? Deine mentale und emotionale Stabilität ist entscheidend. Nur wenn du dich stark genug fühlst, solltest du dich intensiv mit belastenden Themen auseinandersetzen. Möchtest du das belastende Thema allein und ohne professionelle Hilfe bearbeiten? Überlege, ob du dieses Thema wirklich ohne die Unterstützung eines Profis angehen möchtest. Manchmal kann ein Außenstehender wertvolle Hilfe leisten. Solltest du die Fragen mit Ja beantwortet haben, steht einer EMDR-Selbstcoaching-Sitzung nichts mehr im Wege. EMDR hat in der Vergangenheit gezeigt, dass es positive und nachhaltige Veränderungen bewirken kann. Emotionale Blessuren aus der Vergangenheit, die sich in belastenden Gemütszuständen manifestieren, können häufig durch EMDR angegangen und aufgelöst werden. Dadurch kannst du alltägliche Ängste abbauen und Handlungsbarrieren überwinden, sodass sich neue Wege auftun. Lass es mich zusammenfassen. Die regelmäßige Anwendung von EMDR Selbstcoaching kann deine emotionale und mentale Gesundheit spürbar pflegen und stärken. Meine umfangreiche Anleitung zum EMDR Selbstcoaching kannst du kostenlos herunterladen. Den Link findest du unter dem Video. Und wenn du merkst, dass du zusätzliche Unterstützung brauchst, zögere nicht, einen Coach deines Vertrauens hinzuzuziehen. Ich hoffe, dieses Video hilft dir, eine eigene Entscheidung zwischen Selbstcoaching und Coaching mit einem Coach zu treffen.